Hallo Leute, willkommen zurück zu einem neuen Video von mir. Heute stelle ich euch ein ganz, sage ich mal, außergewöhnliches Fahrzeug vor, was so auf meinem Kanal eher weniger vertreten ist. Und zwar könnt ihr schon sehen, es ist ein VW, ja, Golf 2 in der CL-Ausstattung. CL bedeutet Comfortline. Und ja, wie ihr sehen könnt, hier in dieser schönen, ja, ich sag goldenen Lackierung, ja, weil es ist ein bisschen goldig meiner Meinung nach. Aber offiziell heißt die laut Norrif Beige Metallic. Ja. Hier ist die Verpackung des Golfs. Ja, klassische Norrif-Karton. Ja, mit durchsichtiger Folie überall, außer hinten. Wie gesagt, der Wagen ist hier von Norrif in 1:18. Und wir schauen uns erstmal die Front an. Ich meine, es ist ein Golf. Ich meine, jeder von euch hat einen Golf gesehen, hoffe ich. Und wenn nicht, dann weiß ich nicht, wo ihr wohnt. Aber markante Lichter, damals die runden, wie mit dem VW-Logo. Ich meine, das Gesicht ist, sage ich mal, in den 90er Jahren eines der bekanntesten überhaupt bis heute. Man sieht immer noch welche von diesen Kollegen. Teilweise heute vertunte Autos, die gab es ja damals auch schon. Aber es gibt noch echte Sammlerstücke, die originalgetreu sind. Ja, hier klare Kante, alles sehr eckig. Und wir schauen jetzt gleich mal in, sage ich mal, die Motorhaube rein. Also ich bin hier schon positiv überrascht worden. Schaut mal. Es ist alles relativ detailliert gemacht worden. Ne? Verschiedene Farben der Kanister. Die Schläuche, ja, sind zwar jetzt alle schwarz, aber unten drunter kann man durchaus erkennen, wurde sich Mühe gegeben, hier auch das ein oder andere Teil farblich abzuheben. Also ich bin äußerst positiv überrascht. Ne? Hier auf der Seite kann man noch sehen die Karosserie. Und ja, also so kann man das machen. Motorhaube auch. Ne? Also da bin ich positiv überrascht. Natürlich geht immer mehr. Aber immerhin, das ist schon mal nicht schlecht. Ne? Und meiner Meinung nach richtig zeitlos, ja, wie die Seite. Ich meine, das ist die Golfform. Ne? Wenn ihr genau hinguckt, ihr seht bis heute, widerspiegelt sich das in den Fahrzeugen wieder. Ja, hier diese Stoßstange bzw. die Seitenlinie, die mit der Stoßstange vorne und hinten in Einklang steht. Diese relativ in Anführungszeichen langweiligen Felgen, die aber wiederum zum Wagen sehr gut passen. Ja, das ist ja auch, wie gesagt, kein Wagen, der, sag ich mal, Münder offen stehen lassen soll, wenn beim Bäcker vorfährt. Ne? Aber es ist natürlich das zuverlässige Fahrzeug. Ne? Golf. Ne? Nicht umsonst einer der beliebtesten Fahrzeuge hier in diesem Land. Schauen wir uns mal dieses typische Heck an. Und ihr könnt sehen, das war damals das Golf 2 Heck mit diesen markanten Rückleuchten und dieser vor allem markanten Linie der Heckscheibe. Ne? Und ich sag mal so, früher habe ich das Auto eher so beiläufig betrachtet. Heute, aus irgendeinem Grund, fand ich diesen Wagen jetzt dann doch gar nicht mal so schlecht. Und wo Norrif dieses Teil rausgebracht hat, habe ich gedacht, okay, das kann man sich mal näher angucken. Und ich muss sagen, ich bin positiv überrascht. Es gibt zwar Kritikpunkte, die werde ich ja gleich noch sagen, aber kann man machen, sag ich mal. Hier Auspuffendrohr, ein kleines Löchlein und hier kann man noch lesen Golf CL, wie gesagt Comfortline. Hier noch mit dem Heckscheibenwischer. Und ich würde sagen, wir schauen uns mal den Kofferraum an. Den kann man nämlich öffnen. So, wie im Original. Und wir schauen mal rein. Hier ist eine Hutablage, die können wir sogar auch noch aufstellen. Eigentlich müsste sie auch halten. So. Und wir können reinschauen und ihr könnt sehen, leider keinen Teppich mit hat. Ich weiß, dass bei den Fahrzeugen natürlich nicht immer überall Teppich war, aber ich sag mal, so eine Art Gummischicht wäre ja auch mal, sage ich mal, eine Möglichkeit, wie man, sage ich mal, diese Modelle machen könnte. Ansonsten bin ich relativ zufrieden. Ja? Also es ist schon gut gemacht. Motorhaube, Kofferraum lässt sich auch gut öffnen und schließen. Und wir schauen uns jetzt mal den Innenraum an. So. Und ihr könnt sehen, Golf-typisch, ja. Relativ unspektakulär, allerdings mit klaren Linien. Ja. Mittelkonsole ist, sag ich mal, ja, so wie ein Original. Also mir fällt jetzt nichts auf, was nicht so war oder ist bei dem Original. Ein bisschen mehr Farbe hätte sein können, sag ich mal, für die Knöpfe und für die Anzeige. Schiebedach hat er übrigens auch, beziehungsweise angedeutet, ja, hier. Und hier hinten, was das Schwarze ist, das weiß ich jetzt nicht genau. Also, ich weiß nicht, ob ihr das wisst. Schreibt es gerne in die Kommentare. Ja, ich weiß nicht, was das sein soll.
ansonsten kann man das durchaus machen. Schauen wir uns nochmal die Tür an hier. Ja, auch detailliert. Und hier die Beifahrerseite. Und ihr könnt sehen, unten hier ist auch wieder kein Teppichimitat. Ich weiß, Direktteppich war nicht drin. Das war so eine Art, ja, das ist nicht Velour, ist jetzt vielleicht ein bisschen übertrieben. Ich weiß nicht, wie der Stoff heißt. Wenn ihr das wisst, schreibt es in die Kommentare. Ich sag mal so, in einem Modellauto hätte man durchaus meiner Meinung nach hier ein bisschen so, ja, so einen anderen Stoff reinmachen können. Ja? Ne? Oder einfach einen Teppichboden, deswegen, ja. Sag ich mal, wird das Ganze wertiger. Genauso hier, ich meine, Loref hat das ja auch schon gemacht bei dem S11, ja, Mercedes SL, hier mal verlinkt. Da ist auch, sage ich mal, Stoff in der Tür. Ja, trotzdem ist das eine schöne Sache hier mit dem Modell. Hat mir wirklich gut gefallen. Ja. Hier und da, wie gesagt, kleine Kritikpunkte, das könnte man noch verbessern. Ansonsten ist das ein sehr schönes Modell und wie gesagt, sehr zeitlos. Gut umgesetzt worden, das Lackbild gefällt mir auch ganz gut. Und ich würde sagen, wir sehen uns nächstes Mal wieder. Schreibt eure Meinung gerne in die Kommentare. Und wenn ihr noch einen weiteren VW sehen wollt, habe ich euch hier mal einen anderen VW in groß verlinkt. Ja. In dem Sinne, macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao.